Good evening, everyone, and welcome to the sixth in the lockdown webinar series. Guten Abend an alle und willkommen zum 6. Webinar hier. So today we're going to look at the psychology of the Chakra-System. Heute geht es um die Psychologie des Chakra-Systems. So for a long time now, I've considered the Chakra-System as basically a perfect system of psychology. Und ich habe schon seit langem das Chakra-System als perfektes Psychologiesystem betrachtet. And so what the Chakra-System does is when you understand the nature of chakra imbalances, you can perfectly predict what imbalances people have according to their behavior in a certain situation. Und wenn ihr die Chakra-Imbalancen versteht, der einzelnen Chakren, dann könnt ihr ganz perfekte Rückschlüsse auf psychologische auch Ungleichgewichte oder Imbalancen ziehen. I'll also look at the nature of imbalances and how they're formed through samskaras, archetypes, and then the manifestation of the imbalance into the world as we know it today, into your life. Und was wir uns auch ansehen werden, ist der Ursprung von Imbalancen und Ungleichgewichten, wo sie herrühren, auch in Form von Samskaras und welche Ungleichgewichte sich in unserem Leben dadurch manifestieren. Let's start. Okay, also beginnen wir. Okay, so first of all, I just want to review for some of you the nature of imbalance. Und als erstes möchte ich zumindest für einige von euch den Ursprung von Imbalancen nochmal wiederholen. And so, I mean, first of all, you could decide to define what does the word imbalance mean. Als erstes könnten wir natürlich genauer das Wort Imbalance betrachten. Was heißt es genau? Was heißt Imbalance? And the way I see it, it's when an imbalance in whatever you're talking about, whether it be energy, behavior, or physiology, is when the normal expected function does not take place. Und so wie ich Imbalancen sehe, egal ob jetzt Energieimbalancen oder Verhaltensimbalancen oder physiologische Imbalancen, es ist quasi immer eine Abweichung von dem unter Anführungszeichen Normalzustand, von dem erwarteten Zustand. So for example, an energy imbalance could be when a meridian or a chakra, for example, doesn't function the way it should in the specific situation. Und eine Energiebalance könnte zum Beispiel bedeuten, dass ein Meridian oder aber auch ein Chakra nicht in der Art und Weise, wie es funktionieren sollte, funktioniert. Behavioral imbalances mean you're not behaving in a balanced way. For example, you could have be in a lot of rage or fear, anxiety or something like this. Und Verhaltensimbalancen heißt, dass ich mich quasi in einer nicht balancierten Art und Weise verhalte. Das könnte sich ausdrücken in vielleicht Wut oder Angst, Panik. And the physiological imbalances could be imbalances in the physical body, really. So they could be anatomical, which is structural, or physiological, which is functional. Und eine physiologische Imbalance könnte sich auch in der Struktur ausdrücken. Das heißt, es wäre eine strukturelle Imbalance, eine funktionale Imbalance. And physiological imbalances can be things like, or an anatomical ones. Say you might have a problem in your thyroid hormone system or your reproductive system or a sore back or something like this. Und eine physiologische Imbalance könnte, oder auch genannt anatomische Imbalance, könnte sich widerspiegeln in einer Schilddrüsenproblematik oder auch einfach nur in einem schmerzenden Rücken.
In solchen Dingen wird sich das wieder zeigen. So, in the tradition of all schools of kinesiology, I developed my own triangle. Und in der Kinesiologie der verschiedenen Schulen habe ich natürlich auch mein eigenes Dreieck entwickelt. Because every major school of kinesiology has a triangle, so this is mine. Also jede Kinesiologie-Schule hat natürlich ein Dreieck, oder? Oder ja, ein Dreieck. Und natürlich will ich euch jetzt hier auch meines vorstellen, welches ich entwickelt habe von der NK. So what you see here is that you have the energetic structures up here, which is things like chakras and meridians are the main ones that we tend to work with kinesiology. Und hier oben findet ihr zum Beispiel die energetischen Strukturen, die Chakren, die Nadis, die Meridiane. Das sind quasi die energetischen Strukturen, mit denen wir sehr viel arbeiten, auch in der Kinesiologie. And so when I say energy, we're talking about, say, prana that comes through chakras or chi that flows through meridians. Und wenn ich von Energie oder energetischen Strukturen spreche, also Energie heißt dann das Prana, was zum Beispiel dann durch die Chakren fließt, oder das Chi, welches durch die Meridiane fließt. Then down here you've got the anatomy and physiology. Und hier rechts unten habt ihr die Anatomie und Physiologie. So this could be something like thyroid or reproductive system, muscular, problem with your bones, anything that happens in your physical body. Und hier rechts unten eben mit der Anatomie und Physiologie, das können dann so Dinge sein wie Schilddrüsenprobleme oder Probleme im Reproduktionssystem oder in den Muskeln, in den Knochen. Irgendetwas hat in eurem Körper. And then over here you've got the psychology, which is the behavior. Und hier habt ihr dann die Psychologie und hier geht es dann um das Verhalten auch. And so these are things like your emotions, your thoughts, your belief systems, archetypes, samskaras. Hier geht es dann um Emotionen, Gedanken, das Glaubenssystem, Archetypen und Samskaras. Ja. And so they're all interconnected with each other. Und die sind alle miteinander verbunden, diese Strukturen. And so when you do a kinesiology balance, you actually work with all aspects of this triangle. Und wenn ihr eine Kinesiologie-Balance durchführt, dann arbeitet ihr eigentlich immer mit allen Aspekten dieses Dreiecks. So you could work with, like often in kinesiology, you might work in a 14 muscle balance, you'll work with the meridians up here. Und wenn ihr zum Beispiel mit den 14 Muskeln arbeitet, dann arbeitet ihr über die Meridiane, dann werdet ihr hier oben bei der energetischen Struktur. You're testing muscles, which a muscle test is a physiological event. You know, the muscles are innervated by the nervous system, so it's really testing the integrity of the nervous system that innervates the muscle. Und hier unten bei Anatomie und Physiologie, da geht es darum, wenn ihr den Muskel testet, dann aktiviert ihr diese Strukturen, weil ein Muskeltest ist ein ganz physisches Ereignis. Ein Muskel wird ja aktiviert oder innerviert über das Nervensystem. Und wir schauen uns quasi hiermit auch die Integrität des Nervensystems näher an. And over here you've got, in the psychology, this could be the emotions or goal setting is commonly used in kinesiology. And so these three things are completely interrelated. Und hier herüben bei der Psychologie, da arbeiten wir oft mit den Emotionen oder auch den Zielsätzen, die wir ganz häufig verwenden. Das heißt, ihr seht schon, dass diese drei Achsen alle miteinander verbunden sind und miteinander in Verbindung stehen. So when you have these three things working together, the psychology, for example, you might have something stressful in your life and you might be thinking about it, experiencing the emotions, you might go into some kind of avoidance behavior or maybe some kind of anxious behavior. Und ihr seht dann schnell, wie die drei
die drei Aspekte zusammenspielen. Wenn ihr zum Beispiel hier auf die psychologischen Aspekte mal näher eingeht, kann sich das zum Beispiel bei einer Imbalance darin wieder zeigen, dass wir uns vielleicht sehr ängstlich verhalten oder in ein Vermeidungsverhalten gehen. Then over here, you'll test some muscles and you'll find some, in this situation, that some of the muscle tests are not testing in integrity. Und wenn wir uns das dann diesen Stress auf der anatomischen Ebene anschauen, eben durch den Muskeltest, dann sehen wir, dass auch der Muskeltest hier sich stressvoll zeigt, dass wir quasi keine Integrität haben zwischen diesen beiden Achsen. And when this happens, the muscle test is because the nervous system, you know, when you are stressed out over here, your nervous system, you know, your amygdala, pag, and all this, they all start reacting, and therefore your muscles will demonstrate that there is actually stress in the system. Und woher rührt das? Das ist natürlich so, dass wir, wenn wir den Muskel testen, ja indirekt auch das Nervensystem testen. Und der Muskel kriegt seine Informationen vom Nervensystem. Wenn ich aber auf der Psychologieachse in einer stressvollen Situation mich befinde und emotional bin, dann ist auch mein Nervensystem gestresst. Und das zeigt sich oder spiegelt sich wieder in einem gestressten Muskel oder in einem schwachen Muskeltest. And then when we come over here, we have in kinesiology, we do an intervention through the energetic structures like meridians or chakras, and this helps relieve the stress there and also will demonstrate through a change in the muscle test. Und in der Kinesiologie machen wir ja Interventionen durch die energetische Struktur und arbeiten mit der energetischen Struktur. Und diese hat dann aber einen Einfluss auf die Psychologie und auch auf die Anatomie und Physiologie und dort im Muskeltest. So that's why I see kinesiology is really what you do with kinesiology is you make energetic interventions to manage stress. And so I see kinesiology basically as a stress management system. Und so wie ich das sehe, ist eigentlich die Kinesiologie nichts anderes als dass wir eine energetische Intervention setzen, um Stress zu handeln. Ja, das heißt, eigentlich ist Kinesiologie nichts anderes als ein Stressmanagement-Tool. So also, I mean, this comes from Candace Pert, as you know, with the whole interaction between the nervous system, immune system, and endocrine system. Und hier habt ihr ein weiteres Dreieck, das kommt von Kendall und Perth. Das heißt, hier habt ihr eine Interaktion von dem endokrinen System, vom Nervensystem und vom Immunsystem. And so and in her book Molecules of Emotion, she was talking about how the chemical messengers, like especially the neuropeptides, are communicating between these three systems. Und speziell in ihrem Buch Moleküle der Emotionen ist es so, dass sie zeigt, wie die Neuropeptide quasi zwischen diesen Systemen interagieren. So what happens is that the nervous system is also connected to the energetic structures. Und was dann aber des Weiteren passiert, und hier seht ihr, dass das Nervensystem sehr eng in Verbindung steht, auch mit unseren energetischen Strukturen. So the chakras are connected to the nerve plexus. Das heißt, die Chakren sind ja dann zum Beispiel direkt verbunden mit den Nervenplexen. The nervous system is also where any emotion is a neurological event. Aber auch jede Emotion ist ein neurologisches Ereignis. So is a thought. Genauso wie ein Gedanke. Or your belief systems. Oder unser Glauben. And your skeletal muscles. Und natürlich auch unsere Skelettmuskeln. And not only skeletal, all muscles are innervated by the nervous system. Aber natürlich nicht nur die Skelettmuskeln. Alle Muskeln sind innerviert von dem Nervensystem. So with kinesiology, what we're doing is we do the assessment through the muscle test. The muscle test is an assessment tool.
Und was wir in der Kinesiologie tun, ist eben den Muskeltest als Testinstrument zu verwenden. Das heißt, der Muskeltest ist unser Assessment-Tool, um etwas abzuschätzen. And so whenever there's an imbalance in any of the physical, the psychology, or the energetic, we can actually assess it through muscle testing. Und wenn auch immer hier irgendwo eine Imbalance stattfindet, eben im physischen Bereich oder in der energetischen Struktur oder natürlich auch in unserem Nervensystem, in der Psychologie quasi, dann können wir das als Assessment-Tool verwenden. So we can assess behavior, the energetic structures, and the anatomy and physiology through muscle testing. Das heißt, wir können einfach unser Verhalten, die energetische Struktur, unser Nervensystem, alles über den Muskeltest quasi austesten und erfahren. So when we have stress, und wenn wir jetzt Stress erleben, so in the nervous system, it heightens the emotional response and inhibits memory. Dann geht das Nervensystem erstmal her und erhöht die emotionale Reaktion und inhibiert unser Gedächtnis. Our energetic structures hold a pattern of imbalances that are created by the stress and also feed the stress. So you can actually get a loop here between the energetic structure and the nervous system. Und die energetischen Strukturen, die halten natürlich auch die Muster der Imbalancen, die durch den Stress hervorgerufen wurden und füttern auch dadurch wieder den Stress. Das heißt, man bekommt da so eine Art Loop, ja, so ein Kreislauf, was sich quasi selbst aufrechterhält. Then you'll have emotions around the stressful topic. Natürlich gibt es dann auch noch Emotionen rund um dieses stressvolle Event. You'll have thoughts around it. Dann gibt es Gedanken darum. You'll have beliefs around it. Auch Glauben, Glaubenssätze darum. Then down here you'll have, things like the endocrine system will release stress hormones. Das endokrine System natürlich entlässt dann Stresshormone. You've got cortisol, ACTH, CRH, adrenaline, noradrenaline, all stress hormones. Und da haben wir natürlich Cortisol, ACTH, CRH, Noradrenalin, Adrenalin, alles Stresshormone. And the immune system then gets inhibited by the stress hormones. Und das Immunsystem wird natürlich durch diese Stresshormone unterdrückt. And so then you have this pattern, but we can actually assess it through the body muscles. Und dann haben wir dieses spezielle Muster, was sich zeigt. Und wir können das quasi abschätzen und testen durch die Körpermuskeln, durch den Muskeltest. So the skeletal muscles can hold this body memory of suppressed emotion. Und die Skelettmuskulatur, die hält quasi auch und speichert die Körpererinnerung dieser Emotionen zum Beispiel. Ja? Die speichert die Emotion als Körpererinnerung. Okay. And so we do the assessment through the muscles and we do the intervention through the energetic structures. That's what kinesiology does. Das heißt, wir testen über den Muskel und über die energetische Struktur balancieren wir. Das sind dann quasi unsere Interventionen. This is the picture of the chakras. Yeah. Hier seht ihr ein Bild der Chakren. So, often when I teach a chakra course, the first thing I do is I say, what are chakras? Und oft, wenn ich einen Chakra-Kurs unterrichte, wisst ihr ja, dass ich euch einfach mal die Chakren zeige und sage, wofür sind die jetzt gut, was sind die Inhalte? And a lot of people will say things like, like energy center. Und viele Leute antworten dann, naja, was sind denn Chakren? Das sind natürlich Energiezentren.
The word chakra actually is Sanskrit. It means spinning disc. Und das Wort Chakra kommt aus dem Sanskrit und heißt eigentlich eine sich drehende Scheibe. And you can see from this picture that the chakras were well known and spoken about for hundreds and thousands of years in India. Und ihr könnt schon anhand dieses Bildes erkennen, dass über die Chakren schon vor Hunderten, Tausenden Jahren schon gesprochen wurde und es Aufzeichnungen gab in Indien. So as I was saying, most people will refer to chakras as energy centers. Und also wie ich schon gesagt habe, die meisten Leute weisen darauf hin, dass Chakren so etwas sind wie Energiezentren. But they're places where people can exchange energy. Aber Chakren sind auch Orte, wo Leute Energie austauschen können. And so, and that's what I think is the biggest thing with chakras when working with people. Because when you interact with people, you exchange energy through the chakra-system. Und ich glaube, das ist eigentlich so das größte Ding so mit den Chakren, ist dieser Austausch zwischen Leuten. Weil sobald ich mit jemandem interagiere, findet ein Austausch über die Chakren statt zwischen den zwei Personen. And the important thing to understand is, though, that we have numerous chakras. Und das Wichtige ist, da zu verstehen, dass wir einfach mehrere Chakren haben natürlich. But each chakra exchanges a different type of energy or a different quality of energy. Aber jedes Chakra tauscht quasi eine andere Art von Energie, eine andere Qualität von Energie aus. And so, like, for example, the throat chakra contains the energy of communication. Zum Beispiel das Kehlchakra beinhaltet das Thema Kommunikation. So if you have an imbalance if you have communication issues, und wenn ihr jetzt Kommunikationsprobleme hättet, it would mean that you could find an imbalance in the throat chakra. Dann könntet ihr eine Imbalance im Kehlchakra finden. And chakras have both a yin and yang part to them. Und Chakren haben auch einen Yin und einen Yang Part. And when I said that they were like centers for energy exchange, und als ich euch erzählt habe, dass sie ja auch Energiezentren sind, um Energie auszutauschen, that means you can give and receive energy. Das heißt natürlich, dass ihr Energie geben könnt, aber auch Energie empfangen könnt. So when you have a balanced conversation with someone, und wenn ihr jetzt eine ausbalancierte Konversation mit jemandem führt, you can say what it is you want to say, which is yang. You express that energy. It's like you communicating what you want to communicate. Dann könnt ihr das ausdrücken und das sagen, was ihr in dem Moment sagen wollt. Ihr könnt gut kommunizieren. And the yin aspect is that when someone communicates something to you, you can hear what they're saying and understand what they're trying to tell you, and you respond appropriately. Und der Yin-Aspekt wäre, das zu empfangen, was die andere Person euch sagen möchte, um dann daraufhin angebracht wieder zu reagieren. And so they, so when you have a balanced communication, both work in an appropriate way. One person communicates, other person hears them, they respond, first person hears that, and you have an interaction of communication between people. Und wenn dieses Chakra eben balanciert ist, dann habt ihr quasi einen ausbalancierten Austausch zwischen Yin und Yang. Das heißt, ihr könnt das sagen, was ihr sagen wollt,
könnt dann auch wieder das, was der andere euch sagen will, aufnehmen, hören, darauf wieder reagieren, wieder das ausdrücken, was ihr sagen wollt. Und so kommt es zu einer ausbalancierten Kommunikation zwischen zwei Menschen. So just a quick review of our energetic anatomy is made up of chakras, aura, meridians, nadis, etheric webbing. Und nur so als kurze Wiederholung, unsere energetische Anatomie besteht aus verschiedenen Strukturen, wie zum Beispiel eben den Chakren, der Aura, Meridiane, Nadis oder aber auch der tibetischen Acht oder den ätherischen Netzen. And so the, like we have a physical body, we have an energetic body, like an energy anatomy and physiology. Genauso wie wir einen physischen Körper haben, haben wir natürlich auch einen energetischen Körper, so wie Anatomie und Physiologie. So our physical body has blood that distributes nutrients and removes waste. Und unser physischer Körper hat natürlich Blut und darin verteilt es Nährstoffe und entfernt natürlich auch Abfallprodukte von verschiedenen physischen Strukturen. Our energetic body distributes chi or prana. Und unser energetischer Körper verteilt Prana oder eben Chi. So our blood delivers nutrients and things our body needs, where the energy body delivers prana or chi, which our energetic body needs. Und man kann es vergleichen, das Blut transportiert quasi Nährstoffe an physische Strukturen, um diese zu ernähren. Und unser energetischer Körper verteilt Prana oder Chi an unseren energetischen Körper, um gut zu funktionieren. So in our physical body, waste is removed from certain places like the kidney, the liver, your skin, hair. Und unser physischer Körper entfernt natürlich Abfallprodukte, wie zum Beispiel, das macht natürlich dann die Niere oder die Leber oder die Haut, die Haare. But the negative in our energetic structures, the negative energies are actually removed as energetic waste from the exact spot. They don't have to be transported to a certain place to remove the waste. We can remove it there where the waste or negative energy is. Und in unserer energetischen Struktur ist es etwas einfacher. Das heißt, die negativen Energien können gleich da entfernt werden, wo sie vorgefunden werden, müssen nicht zuerst zu bestimmten Orten gebracht werden. But this energetic waste can be difficult to remove, as it's often, it's often linked to archetypes and samskaras. Aber dieser energetische Abfall ist manchmal schwer zu entfernen und kann auch manchmal Zusammenhänge haben mit Samskaras oder Archetypen und so weiter. And so if we have a look at this picture, this is like where you've got this pranic flow. Und wenn wir uns dieses Bild hier ansehen, da habt ihr ganz oben diesen Prana-Fluss. You've got this kind of original imbalance. The samskara is like this core imbalance that drives you a lot of your life. Und dann kommt ihr zu dieser originalen, ursprünglichen Imbalance, diesem sogenannten Samskara, welches uns quasi im ganzen Leben irgendwo begleitet. And then you've got these behavioral patterns or archetypes that, once the samskara, it actually generates the archetypes. Und dann habt ihr da unten diese ganzen Archetypen und dieses Samskara generiert quasi diese Archetypen. And then from the archetypes you get the thoughts and emotions are generated from the archetype. Und von diesen Archetypen erhaltet ihr dann eben die Gedanken und die Emotionen, die daraus wieder entstehen.
So, and the thoughts and emotions can be either conscious, subconscious, or unconscious. Und diese Gedanken und Emotionen, die können entweder bewusst sein, vorbewusst oder unbewusst. And then that manifests in anatomy and physiology. Und das manifestiert sich natürlich in unserer Anatomie und Physiologie. So you might say, oh, I've got a sore back. Und ihr sagt vielleicht, oh, mein Rücken schmerzt. And you can observe that here in the anatomy and physiology, sore back. Und das könnt ihr beobachten, hier unten in der Anatomie und Physiologie, ein schmerzender Rücken. And that can be connected to, and you, with that, you might have different kinds of thoughts and emotions connected to it. Und damit könnten verschiedene Gedanken, aber auch Emotionen verbunden sein. Which come from the archetype, Und diese rühren von den Archetypen her. which come from the samskara. Und die wiederum stammen von dem Samskara, ganz ursprünglich. So this is the whole psycho-spiritual flow of imbalance from, you know, from the original imbalance to the manifestation into the physical body. Und das wäre der gesamte psychospirituelle Fluss, quasi von der ursprünglichen Imbalance dieses Samskaras bis runter zu unserem physischen Körper. So the samskaras generate as archetypes, thoughts and emotions. Und die Samskara generieren sich als Verhaltenskompensationen von Archetypen, Gedankenmuster und emotionalen Imbalancen. And these are the behavioral compensations that you have because of the archetype. Und das sind eben diese Verhaltenskompensationen, die ihr dann aufgrund dieser Archetypen habt. So for example, Als Beispiel, you could have a samskara, I am bad. ihr könntet zum Beispiel ein Samskara haben, was einfach sagt, ich bin schlecht. So then you have the compensation is that I have to prove I'm good. Und das Kompensationsverhalten wäre, dass ich immer beweisen muss, dass ich gut bin. And so people with this samskara constantly have to prove how good they are. Das heißt, Leute mit diesem Samskara müssen ständig beweisen, wie gut sie eigentlich sind. So they might manifest as an archetype like the do-gooder archetype, which is always trying to help people and do things for other people. Like in English, we call them the do-gooder. Okay, also oder das manifestiert sich quasi in einem bestimmten Archetyp, wie zum Beispiel der immer alles tut für andere. Ja? Das heißt, der ist immer für alle da und der ist so quasi der Gutmensch, sagen wir wahrscheinlich dazu. Ja? Das heißt, ich muss immer beweisen, wie gut ich bin und mache allen und jedem alles recht. And so then all these thoughts and emotions will be generated from that, and they could be conscious, subconscious, or unconscious. Und all die Gedanken, die wir haben und all die Emotionen, die wir darüber haben, werden davon quasi auch mit generiert. Und das kann natürlich bewusst stattfinden, vorbewusst oder wieder unbewusst. So what is an archetype? Was ist jetzt ein Archetyp? The way I describe them is patterns of behavior. So wie ich sie beschreibe, sind es einfach nichts anderes als Verhaltensmuster. Or they're a collectively inherited unconscious idea. So you can have like, you know, cultural archetypes. Oder es ist eigentlich so eine kollektiv vererbte, unbewusste Idee. Ja, das wäre quasi so eine kulturelle Geschichte, kulturell vererbt. And some of them can be just universal patterns of thought that are universally present in individual psyches, and you get this a lot in, say, when you look at mythology, it's all archetypes. Und es könnte natürlich aber auch sein, dass das universell präsent ist, ja, was es universell präsent ist, sich einfach nochmal quasi im Individuum, in den Psychen der Individuen sich zeigt. And so these patterns of behavior arise from that well, I call it here the seed of imperfection, that is the samskara. So that seed of imperfection gives rise to the archetype. Und man könnte jetzt auch sagen, dass dieses Verhaltensmuster
aus diesem ursprünglichen Samen der Imperfektion entspringt. Und das wäre dann dieses Samskara. And then once you've got this archetype, then it manifests in the world in a certain way. Und wenn du dann diesen Archetypen hast, dann manifestiert sich dieser in der Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise. So for those of you who have done the celestial chakras, und für diejenigen von euch, die meinen Kurs des Celestial Chakra, also die Himmelschakren, besucht haben, the chakra 11 is where the samskara is. Und das Chakra Nummer 8 ist da, wo sich die Samskaras befinden. 11. 11. Habe ich 11 gesagt? Ah. Ja. Chakra number 10 is where the archetype is. Das Chakra Nummer 10 ist da, wo sich der Archetyp befindet. And chakra 9 is how that manifests in your life. Und Chakra Nummer 9 ist, wie sich dieser Archetyp in eurem Leben manifestiert. And then it manifests into the 7 major chakras. Und dann manifestiert sich das natürlich durch die, auch in den 7 Hauptchakren. These are just some samples of some archetypes. Das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele von Archetypen. The thing is with archetypes is, someone once said to me, you cannot recognize the archetype while you're in the archetype. They're actually very difficult to actually identify. Und jemand hat mal zu mir gesagt, es ist sehr schwer, wenn man einmal in so einem Archetyp drinnen ist, den lebt, dann ist es natürlich schwierig, das selbst zu analysieren und zu realisieren, dass man sich in einem Archetyp befindet. So the way I like to address archetypes is by observing what is the pattern of behavior that the client has. Und wie ich gerne Archetypen entlarve, ist über Verhaltensmuster, die die Klienten an den Tag legen. Und diese genau zu beobachten, diese Verhaltensmuster der Klienten. So when you look at how someone's behaving, and if it's a pattern, it keeps happening again and again and again. If it's a pattern, then you can use that pattern to identify the client's archetype. Und wenn ihr das immer wieder beobachtet bei diesem Klienten, dass ein bestimmtes Verhalten immer und immer wieder passiert, dann könnt ihr Rückschlüsse auf einen Archetyp führen. So, for example, these are some archetypes, some examples of some. Das wären jetzt einfach mal nur ein paar Beispiele für Archetypen. So you can have the archetype of the victim. Also da könnten wir quasi zuerst mal einen Archetyp haben von dem Opfer, das Opferarchetyp. So this is the thought or behavior pattern, is that bad things always happen to me, so they always end up being a victim. Und das Muster, das Verhaltensmuster dazu wäre natürlich, dass diese Person sich ständig als Opfer fühlt. Die schlechten Dinge passieren immer nur mir. So they might be a victim of crime. Wären vielleicht ein Opfer von irgendwelchen Attentaten oder Gewalt. They could be a victim of abuse. Könnte aber auch sexueller Missbrauch sein. Ich bin immer wieder Opfer von sexuellem Missbrauch oder überhaupt Missbrauch, nicht sexueller, sondern Missbrauch. Yeah, it could be sexual, it could be verbal, it could be physical. There's different types of abuse, but it's still a victim. Ja, gibt es natürlich verschiedene Arten von Missbrauch. Ja, da gibt es natürlich neben sexuellen auch noch ganz andere. Aber ebenfalls geht es immer wieder um diese Opferrolle. Ich bin das Opfer. Yeah. And so, but of course, so if you're working with someone, you've got to be very gentle with it, because it's a very heavy archetype, the victim. Aber natürlich müsst ihr sehr sanft vorgehen, wenn ihr mit jemandem mit diesem Archetyp arbeitet, weil das ist ein sehr, sehr schwerer, sehr schwerer Archetyp. Or another common one you see in Kinesiology is the martyr. Oder auch ein sehr häufiger, den wir auch in der Kinesiologie häufig finden, ist so der Märtyrertyp. And so this is when people sacrifice their own needs for others. Und das ist dann der Fall, wenn die eigenen Bedürfnisse
zugunsten der Bedürfnisse anderer fallen gelassen werden. So they're always doing things for everyone else, but their needs are never met, and they're always frustrated at certain points because they're not getting what they need, but they're doing everything for everyone else. Das heißt, diese Personen machen alles für alle anderen und niemals für sich selbst und sind dann natürlich frustriert, wenn sie auch nicht zu ihrem eigenen kommen. Another one you see often in kinesiology is the caregiver. Und ein anderer in der Kinesiologie auch häufig gefunden wäre quasi der andere versorgt. And so this is when, you know, you're just giving everything and everything to your clients, but you're not setting the boundaries. So you often get quite drained working with clients and you're feeling like they're taking your energy from you. Das heißt, man ist sehr fürsorglich den Klienten gegenüber und gibt alles dem Klienten oder der Klientin, aber sich selbst nichts oder sehr wenig. Und ist dann, gerade wenn man in der Praxis viel arbeitet, dann irgendwann erschöpft, ausgelaugt. And often what happens when you're working with archetypes, you know, people will often, it's very hard to see it, that it's the issues within you. And so they blame everyone else. Oh, that client just takes my energy and, you know, blah, blah, blah. Und das Schwierige mit Archetypen ist natürlich das, dass man nicht sehr gerne auf sich selbst schaut und seine eigenen Unzulänglichkeiten, sondern dass dann gerade die Personen sagen, oh, der Klient oder die Klientin stiehlt mir meine Energie. But they don't take responsibility for their issues. And so part of the whole thing of being responsible for what's happening to you is actually bring it back to yourself and look at, well, what part of me generates that, you know? Und oft ist es so, dass diese Leute dann nicht in die Eigenverantwortung gehen, in die Verantwortung dafür zu sagen, ja gut, was hat das aber eigentlich mit mir zu tun? Welcher Teil in mir ist hier aktiv? So the chakras, the way I see it is that chakras are like the organs of the energetic anatomy. Und so wie ich es sehe, sind Chakren so etwas wie die Organe der energetischen Anatomie. And like we have different organs in the our physical body, we have different chakras in our energetic body. Und genauso wie wir unterschiedliche Organe haben in unserem physischen Körper, haben wir auch verschiedene Chakren in unserem energetischen Körper. And so our different organs produce different enzymes and hormones, etc. Und unsere verschiedenen Organe produzieren eben verschiedene Enzyme, Hormone und so weiter. And, you know, like the pancreas, thymus, thyroid gland, etc. Genauso eben wie das Organ die Pankreas, der Thymus, die Schilddrüse etc. So our chakras, even though they work with energy, like prana, und Chakren, selbst die arbeiten ja mit der Energie, genannt Prana. that you know, each chakra has a different type of energy. The energy quality is different. Aber auch die Chakren haben quasi, jedes Chakra hat eine unterschiedliche Energiequalität. Jedes Chakra ist anders. So the base chakra, for instance, has the qualities of security and identity. So wie das Basis- oder Wurzelchakra. Da geht es um Themen wie Sicherheit, Identität. The sacral chakra has pleasure and sexuality. Das Sakralchakra, da geht es um Freude, aber auch um Sexualität. The solar plexus chakra is power and respect. Solarplexus-Chakra, da geht es um Macht, aber auch Respekt. The heart chakra is unconditional love and acceptance. Herzchakra, da geht es um die bedingungslose Liebe, aber auch die Akzeptanz. And the throat chakra is communication. Und das Kehlchakra, da geht es um Kommunikation. Okay, so they give you the idea, and then every chakra, whether there be a major chakra, one of the minor chakras, or celestial chakras, the energy quality is different. Und das gibt euch jetzt mal so die Idee, und jedes Chakra eben, egal ob ein Hauptchakra, ein Nebenchakra, ein außerkörperliches Chakra, hat eine andere Qualität von dieser Energie, die es transportiert. Okay, and so
The prana is made up of different atoms. Und Prana besteht wiederum aus verschiedenen Atomen. Okay, and you can see that every so-called plane has 7 subplanes. Und ihr könnt sehen, dass jede Ebene auch wieder 7 Unterebenen aufweist. So, for instance, the emotional plane Zum Beispiel die emotionale Ebene has 7 different subplanes in the emotions. hat auch wieder 7 verschiedene Unterebenen der Emotion. So they have 7 different types of emotional atoms. Das heißt, sie haben dann auch so viel unterschiedliche Atome, ja, subatomische Atome. And these are pranic atoms. Und das sind pranische Atome. Da geht es um Prana. And this is the substance that makes up your emotional body. Und das ist wiederum die Substanz, die unseren emotionalen Körper ausmacht. And the same with the mental plane. Dasselbe auch mit der mentalen Ebene. You have 7 types of atoms. Wir haben auch wieder 7 verschiedene Arten von Atomen. So this is how the chakra system looks like. With the over here, you've got the spleen chakra. Und so kann man sich so ein Chakra-System vorstellen. Und hier, wo jetzt sich die Maus befindet, seht ihr, wo das Milzchakra sich befindet. And it distributes prana to the other chakras. Und dieses Milzchakra verteilt das Prana zu den anderen Chakren jeweils. So this is where I came up with this idea. Und dann fiel mir eben diese Idee hier ein, That like blood transports all kinds of substance molecules throughout your body. und genauso wie Blut alle möglichen Moleküle durch euren Körper transportiert, So they can be nutrients that your tissues of your body needs. könnte es sich natürlich dabei um Nährstoffe handeln, die euer Gewebe braucht. They can be hormones. Könnten natürlich Hormone sein, They can be enzymes. könnten auch Enzyme sein, They can be things like even immunoglobulin, which is a part of the immune system. könnte aber auch natürlich sowas sein wie ein Immunglobulin und das wäre ja Teil eures Immunsystems. But also the waste products are traveling in the blood. Aber natürlich auch Abfallprodukte reisen quasi durch das Blut. And they might go to the liver or the kidney mainly for excretion. Und die gehen hauptsächlich wahrscheinlich zur Niere oder auch zur Leber, um da ausgeschieden zu werden. So this is when I came up with the idea that the prana must be carrying pranic molecules made up of the pranic atoms. Und dann kam ich eben mit der Idee auf, dass das Prana eben auch Moleküle transportieren muss, sowas wie Atome. So this is the what I would call, so I called them pranicules. Also habe ich sie einfach Pranakyle genannt. So that's pranic molecules. Das sind quasi pranische Moleküle, Pranakyle. Made up of pranic atoms. Und die wiederum bestehen aus pranischen Atomen. Or pratons. Oh Gott, Jesus. Pratome quasi, ja. Sorry. These, I'm laughing. I just made that up then. Yeah. So these can be like hormones, which are like, you know, like if you look at a physical hormone, it's a chemical messenger. Und die könnten sich dann eben so verhalten wie Hormone zum Beispiel. Und wenn ihr auf der physischen Ebene Hormone betrachtet, ist ja wie ein physischer Botenstoff. And whereas then you could have a pranicule hormone or a hormone made of pranicules, which is an energetic message that you're sending or receiving from someone. Und wenn wir aber jetzt ein Hormon quasi haben auf der Ebene der Pranakyle, dann würde es vielleicht darum gehen, eine energetische Botschaft zu versenden.
And that'll be dependent on which chakra that it is. It'll be the quality of that message. Und das würde dann natürlich auch wieder von dem einzelnen Chakra abhängen, um welche Botschaft es sich handelt. Ja, um welches Prana-Kühl es sich dann auch handelt, um welche Botschaft es sich handelt. So prana-kühls and pratams. Also Prana-Kühle. Pratome. Die Pratome. Ja, die Pratams. Okay. So let's look at the nature of chakra imbalances. What you know, basically we want to talk Gut, about. lasst uns mal so den Ursprung von Chakra-Imbalancen betrachten. So this is what a chakra actually looks like. So schaut ein Chakra aus. And typically in India, they would describe, say, the base chakra as the four-petaled lotus. Und in Indien würden sie natürlich von dem Basischakra sprechen als der vierblättrige Lotus. So this actually looks like a lotus before it's bloomed, and that's why they called it the four-petaled lotus. Und es schaut eben so aus wie ein Lotus, bevor dieser Lotus blüht. Und deswegen sprechen die in Indien eben von einem Lotus. But in more modern day, kind of new agey, they would say this has got a chakra with four separate cones. Aber in der neueren Zeit würde man eher davon sprechen, dass quasi dieses Chakra 4 Kegel aufweist. So the imbalances have different aspects. Auch die Imbalancen haben hier verschiedene Aspekte. They can be on the front or the back. Die könnten entweder vorne oder hinten sein. They can have a yin or yang aspect. Die könnten einen Yin- oder auch einen Yang-Aspekt aufweisen. And they can be under and over energy. Und sie könnten über- oder unter Energie sein. So let's look at the different aspects. Also lasst uns mal die verschiedenen Aspekte näher betrachten. So the front back. Vorne, hinten. So I describe the front of the chakra is your inner world. Ich spreche von der Vorderseite der Chakren auch von der inneren Welt, von der internalen Welt. So it's basically how you feel about it or what emotions are going on inside of you. Da geht es eigentlich so darum, wie ich mich fühle, wie es so in mir aussieht. And the back is the external world. Die Rückseite der Chakren hinten ist quasi die externe Welt. So the external world is the situation you're in. Und die externe Welt ist quasi so die Situation, in der ich mich befinde. This is where you get, you know, like the constellation work. It could be the constellation you're in, say, in the family or the workplace. Und da wäre auch gleichzusetzen mit der Konstellationarbeit, der systemischen Arbeit. So Familien aufstellen und so, wo ist meine Position, wo befinde ich mich? And so you know, often, so when you work with chakras, you know, whether the imbalance is the front and the back, it tells you something. It's either how they feel or what situation are they in. Und jetzt sagt uns natürlich eben die innere Welt, unsere internale Welt und auch die externe Welt. Wenn wir uns einen Chakra anschauen, sagt uns, wie schaut es eigentlich in uns aus? Oder in welcher Situation befinde ich mich? Wie schaut es rund um mich aus? Then you've got the yin-yang aspect. Dann haben wir den Yin und den Yang-Aspekt. So the yin is about how you receive the energy. Yin, da geht es darum, wie empfange ich die Energie. And the yang is how you give the energy. Und der Yang-Aspekt ist, wie gebe ich die Energie? So, like I gave the example before of communication. Und als ich vorher das Beispiel euch gab über die Kommunikation, so if you have an imbalance in the yin, it's like you have a problem hearing what people are telling you, or there's an imbalance
in that. Und wenn ich jetzt eine Yin-Imbalance habe, dann habe ich Probleme damit zuzuhören, was Leute mir sagen. Ich habe da einfach eine Imbalance. Or if it's the yang, it's you have a problem expressing what it is you want to say. Oder wenn es eine Yang-Imbalance ist, dann habe ich mehr damit ein Problem auszudrücken, was ich eigentlich sagen möchte. So if it's on the front of the chakra, it would be how you felt when you say, if you felt like people weren't hearing you, that they weren't listening to you, it'd be how you feel about that inside of you. Und die Vorderseite der Chakren wäre dann mehr so, wie geht es mir eigentlich, so in meiner inneren Welt, was sind so meine Emotionen, wie geht es mir, dass ich nicht das ausdrücken kann, was ich gerne sagen möchte. And but if it was the back of the chakra, it'd be the situation you're in. It could be in the family, or it could be in the workplace, or if you're, in your school or something like that, that you feel like, people are not listening to you. Oder wenn das hinten betroffen ist, in der externalen Welt quasi, dann könnte es sein in der Situation, in der ich mich gerade befinde, entweder in der Familie, auf meinem Arbeitsplatz, in der Schule. Das wäre quasi so das Gefühl, ja, die anderen Leute, denen kann ich nichts sagen, die hören mich da nicht. The other important thing we have to add to the mix. Und der andere wichtige Aspekt, den wir jetzt noch hinzufügen müssen, besides whether it's front, back, yin or yang, neben dem, dass wir sagen, ja, es ist vorne, hinten, Yin oder Yang, is the energy state, under, over energy. ist natürlich der Energiezustand. Handelt es sich um eine Über- oder eine Unterenergie? But of course, you've also got balance, and even balanced has an emotional or has a behavioral component to it. Und natürlich haben wir aber auch noch den balancierten Zustand. Aber selbst der balancierte Zustand lässt eine Aussage zu. So when a chakra is balanced, Also wenn ein Chakra eben balanciert ist, the yin and yang, you give and receive the energy when it's appropriate. dann geben oder nehmen wir die Energie, wenn es angebracht ist. So if it's it might be appropriate for you now to hear what I'm saying. Und jetzt wäre es vielleicht angebracht für euch zu hören, was Hugo zu sagen hat. And then Alexandra, who's translating, she needs to hear what I say in English, but then she needs to express it in German. Und Alexandra, die ja übersetzt, muss natürlich zuerst hören, was ich zu sagen habe in Englisch, und dann muss sie es übersetzen und euch mitteilen. So the translator has to have a very good throat chakra. Und gerade ein Übersetzer braucht ein sehr, sehr gutes Kehlchakra. Also, you would want the brow chakra as well. Und natürlich auch das Stirnchakra, muss auch gut sein. Because that's about really understanding. You can understand what I say, but do you understand what I mean? Und da gibt es eben diesen Unterschied, ich verstehe, was Hugo sagt, aber ich gebe dem auch noch eine Bedeutung hinzu. Ich weiß auch noch, was er meint. So that is important, especially for a translator, because sometimes you don't literally translate something, you have to actually translate the meaning. Und oft geht es ja auch als Übersetzer darum, etwas nicht einfach nur platt zu übersetzen, sondern auch die Bedeutung von dem Gesagten mit zu transportieren. So as the people listening to this webinar, So, dass die Leute, die jetzt diesem Webinar folgen und zuhören, you need to be good in your yin because you're understanding what I'm saying or what Alexandra's saying. und ihr müsst jetzt eigentlich gut sein in eurem Yin-Aspekt des Kehlchakras, weil ihr müsst jetzt erstmal einfach hören, was Alexandra zu sagen hat oder natürlich, was ich zu sagen habe. But you can't express yourself because I've disabled the ability for you to unmute yourself, so you might feel frustrated about that too. Aber ihr könnt euch natürlich jetzt nicht ausdrücken, der Yang-Aspekt fehlt, weil ich natürlich auch euch auf stumm geschalten habe. Und das führt vielleicht beim einen oder bei der anderen zu einer Frustration. Or if you're watching the recording, there's no way you can speak because it's a recording.
Oder wenn ihr euch später vielleicht die Aufnahme dazu anhört, da gibt es keine Möglichkeit, sich damit einzubringen, sich auszudrücken, weil es ist eben eine Aufnahme. So the balanced state of a chakra is you don't always use a chakra all the time, both yin and yang. Und das wäre dann quasi so der balancierte Zustand eines Chakras. Aber man verwendet ja auch nicht immer jedes Chakra, egal ob Yin oder Yang. So when it's balanced, you use it when it's appropriate. Und wenn es eben balanciert ist, das Chakra, dann verwenden wir es eben dann nur dann, wenn es angebracht ist. So yin balance is you receive the energy in its correct amount when it's appropriate. Und die Yin-Balance wäre dann fähig zu sein, die Energie empfangen zu können in der richtigen Menge und dann, wenn es angebracht ist. And the yang balance is being able to give the energy in its correct amount when appropriate. Und die Yang-Balance wäre es eben fähig zu sein, diese Energie geben zu können in der richtigen Menge, wenn es angebracht ist. Then you've got the under energy state. Und dann habt ihr den Unterenergiestatus. So under energy is when there's not enough energy flowing. Unterenergie heißt immer, wenn es nicht genug Energie gibt. Blocked. Also sozusagen, die Energie ist blockiert. So you can have yin under energy. Ihr könnt natürlich eine Yin-Unterenergie haben. That means that when it's appropriate for you to receive it, that energy, you cannot receive it. Das würde bedeuten, wenn es für euch angebracht wäre, eine bestimmte Menge an Energie zu empfangen, dann wärt ihr nicht in der Lage, diese Energie in Empfang zu nehmen. And the yang is that when it's appropriate for you to give that energy, you can't give it. Und die Yang-Unterenergie wäre natürlich dann, diese Energie nicht geben zu können, wenn es aber angebracht wäre. So yin under energy, say in the throat chakra, is, someone will tell you something, but you don't hear what they say. Und Yin-Unterenergie im Kehlchakra wäre, irgendjemand erzählt euch etwas, aber ihr hört dem gar nicht zu. Ihr hört gar nicht, was die Person zu sagen hat. Or yang under energy in the throat chakra is you can't say what it is you want to say. You can't express it. You can't put it in a coherent language. Oder Yang-Unterenergie wäre, ihr könntet euch selbst nicht ausdrücken zu dem Zeitpunkt, wo ihr etwas Wichtiges sagen wollt, wo es angebracht wäre. Ihr könnt es nicht in die Sprache bringen. Then you have over energy. Dann habt ihr die Überenergie. And that's when you have too much energy. Und das wäre dann der Fall, wenn ihr zu viel Energie hättet. So again, you have the yin over energy is like, it doesn't matter how much you receive, it's never enough. It's like your chakra's like a vacuum cleaner. It's like it's just sucking it in and wanting more and more and more. Also Yin-Überenergie wäre zum Beispiel, ihr könntet nie genug davon bekommen. Das heißt, ihr saugt die Energie auf wie ein Staubsauger und es kann immer nur noch mehr sein. It's an obsessive quality. Das hat so eine besessene Qualität. So anyone who's got an obsession, they've got some yin over energy somewhere, depending on what the obsession is about. Also wer auch immer von irgendetwas besessen ist, zwanghaft besessen von etwas, hat auf jeden Fall eine Yin-Überenergie, abhängig von dem, wovon er besessen ist, in unterschiedlichen Chakren. Muss man nachschauen. And yang over energy is giving too much. It's like when you dump, it's often people who dump energy on other people. Und eine Yang-Überenergie wäre zu viel zu geben. Manchmal überschüttet man Menschen einfach mit der Energie. So if we look at our example of the throat chakra. Und wenn wir uns nochmal das Kehlchakra hier anschauen. Yin over energy is you actually obsess about what people are saying to you, but you overanalyze it and read things into it that's not there. Und Yin-Überenergie im Kehlchakra wäre natürlich dann besessen zu sein
so, was sagen mir die Leute? Und ich lese Dinge in die Aussagen der anderen, die gar nicht gesagt wurden. And the yang over energy is that you give too much of the energy. So this is someone who talks and talks and just doesn't stop talking, blah, 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 blah. Und Yang-Über-Energie wäre einfach zu viel dieser Energie zu geben im Kehlchakra. Das heißt, das sind die Menschen, die reden und reden und reden ohne Punkt und ohne Komma. So these are what I call the 6 states of a chakra. Und das sind genau die 6 Stadien oder ja, Stadien eines Chakras. So you've got balanced under energy and over energy, yin and yang. Das heißt, ihr habt hier den balancierten Zustand, die Über- und die Unterenergie und das eben jeweils im Yin- und Yang-Aspekt. And you can apply it to the front or the back. Und ihr könnt das natürlich anwenden an der Vorderseite und an der Rückseite der Chakren. That really makes 12 states. Und das macht dann insgesamt 12 Chakrenzustände. For each chakra. Für jedes Chakra. And then, you know, when you start looking at the different bodies or planes or dimensions. Aber wenn ihr dann noch zusätzlich natürlich hergeht und schaut, ja, die verschiedenen Körper oder Ebenen oder Dimensionen eines jeden Chakras. For example, like when you're looking how people exchange energy on the chakras. Zum Beispiel, wenn ihr euch das näher anschaut, wie Leute sich über Chakren energetisch eben austauschen. Is that you might be exchanging energy on the emotional plane. Dann tauscht ihr vielleicht Energie auf einer emotionalen Ebene aus. And that's how you interact emotionally with someone. Das heißt, das wäre dann das, wie ich mit anderen Leuten emotional in Kontakt trete. Or it might be mental, intellectual on the mental plane. Oder es wäre vielleicht mehr intellektuell auf der mentalen Ebene, wo dieser Austausch stattfindet. Or it could be on the level of archetypes. Oder es könnte auch auf der Ebene der Archetypen stattfinden. Like you could have someone do perpetrator victim. Es könnte zum Beispiel auch jemand sein, wo wir sagen, wir beschuldigen quasi das Opfer. And yeah, even samskaras, you know, different levels. Oder Samskaras natürlich auf diesem Level. So, you know, we consider in the model we use in kinesiology that each chakra has the 7 planes. Aber eben, unsere Annahme ist, dass jedes Chakra der Kinesiologie 7 Ebenen oder Dimensionen hat. And on each plane, you've got the 6 states front and back. Und auf jeder Ebene haben wir diese 6 Stufen oder 6 Ebenen, also und auch vorne, hinten natürlich. And so that's 12 states of imbalance. Das heißt, wir haben insgesamt 12 Zustände, 12 Imbalance-Zustände. And times 7 is 84. So for each chakra, there's 84 possible states. Und das Ganze mal 7 wären insgesamt 84 mögliche Chakrenzustände, die sich interpretieren ließen. So when you look at the function of chakras, Und wenn ihr euch jetzt die Funktion der Chakren näher anschaut, you know, if you've got this exchange of energy between people, and that's part of our social interaction. und zum einen habt ihr ja diesen Energieaustausch zwischen Chakren und das ist Teil unserer sozialen Interaktion. And during this webinar, I hope we're interacting very well on the level of the throat chakra and the brow chakra. Und während des Webinars hoffe ich, dass wir sehr gut miteinander in Verbindung stehen über das Kehlchakra, aber auch über das Stirnchakra. Because the throat chakra is about communication. Can you understand what I'm trying to communicate? Und das Kehlchakra, da geht es auch so um Verstehen. Also könnt ihr verstehen, was ich versuche euch mitzuteilen? And is the throat chakra, is it the ability for me to actually, is the throat chakra my ability to express what it is I need to say? Und beim Kehlchakra geht es so sehr darum jetzt, so bin ich überhaupt fähig, das auszudrücken, was ich gerne sagen möchte? And in the brow chakra too,
because the brow chakra is where you've got the teacher and student. Und auch im Stirnchakra kommt das zu tragen, weil im Stirnchakra, da geht es so sehr auch um Lehrer und Schüler. And we're always teaching and learning from each other. You know, one day I'll teach you something, the next day you'll teach me something. Und wir tauschen unsere Rollen selbst immer wieder aus. Einmal sind wir in der lernenden Position und einmal in der lehrenden Position. Und das wechselt ganz oft auch während des Tages. Einmal bin ich in der Position, wo ich etwas aufnehme, lerne und dann wieder gebe. Lehre. So if we're interacting well on the throat and brow chakra, so my brow chakra, I need to be able to express the concepts and ideas I want you to learn. Und wenn wir jetzt fähig sind, eben gut auf diesen zwei Chakrenebenen uns auszutauschen, nämlich Halschakra und Stirnchakra, und wenn es mir gelingt, das gut auszudrücken und dem Bedeutung zu geben, was ich gerne möchte, dass ihr lernt. And you can receive it. Und ihr könnt es vielleicht auch noch aufnehmen. The other thing that chakras do is they're transducers. Und das andere, was Chakren auch noch machen, das sind quasi so die transduzieren, also die wandeln. Das sind so Wandler, Umsetzer. So often we look at the chakras as through the different planes, but really they're more like bodies or dimensions more, I would call them. Und oft sprechen wir ja von verschiedenen Ebenen. Aber eigentlich würde ich mehr sagen, es handelt sich hier nicht um Ebenen, sondern um Dimensionen. And so it can it can turn, for example, when you go mental to emotional, a thought generates an emotion. Und wenn wir eben von Transduzieren sprechen, dann könnte zum Beispiel aus einer mentalen Dimension etwas umgeleitet werden in eine emotionale Ebene, eine emotionale Dimension und eine Emotion ausdrücken. So then you would go here from the mental plane to the astral planes, thought to emotion. Das heißt, hier würdet ihr dann von der mentalen Ebene in die astrale Ebene wechseln, also von Gedanken zu Emotion. And then, or you could go the other way, the emotion could generate a thought. Oder ihr könntet andersrum gehen und eine Emotion könnte einen Gedanken kreieren. So let's look a little bit of kinesiology. Also lasst uns mal so ein bisschen auf die Kinesiologie eingehen. So this is chakra mode. Das wäre jetzt der Chakra-Mode, Zeigefinger auf den Daumennagel. So that's a standard mode that you get across all schools of kinesiology. It's very standard. Das ist ein Standard-Mode von überall Kinesiologie-Schulen, dann findet ihr überall. And then we can use the alarm points as indicator points. Dann könnten wir die Alarmpunkte als Indikatorpunkte nutzen. This connection was initially discovered by Richard Utt in his workshop, The Seven Chief Keys. Und diese Verbindung hier, die ich euch hier zeige, wurde ursprünglich von Richard Utt und seinem Workshop der Seven Keys aufgebracht. But I tend to use it more as the alarm point, as the indicator point. Then if we do the alarm point as light or deep touch, we can then do under or over energy. Und ich benutze sie mehr, also diese Alarmpunkte als Indikatorpunkte. Und wenn wir die eben dann noch mit leichten oder mit tiefem Druck berühren oder halten, dann können wir Rückschlüsse ziehen auf eine Über- oder eine Unterenergie. So with the chakras, you can, whatever the issue, you can check chakra mode, then go through the alarm points, light and deep touch, to see what the imbalance is. Also ihr könnt hier, wie es hier aufgeführt ist, zuerst den Chakra-Mode halten und dann einfach die verschiedenen Alarmpunkte als Indikatorpunkte entweder mit leichtem Druck, Light Touch, oder mit tiefem Druck, Deep Touch, verwenden. So if you look at this, you've got if you've got here the say heart and small intestine, which is the fire, they're the yin and yang of the same element. Und wenn ihr hier am Anfang schaut, euch den Herzalarmpunkt und den Dünndarmalarmpunkt, das sind quasi jetzt die Alarmpunkte
aus demselben Element, aus dem Feuerelement. So these are connected to the base chakra. Die stehen direkt in Verbindung mit dem Basischakra. And heart is yin and small intestine is yang. Und Herz ist der Yin-Aspekt und Dünndarm der Yang-Aspekt. And also deep touch is under energy and light touch is over energy. Und ihr seht auch, dass tiefer Druck Unterenergie bedeutet und leichter Druck eine Überenergie bedeutet. And so you can see here, you've got, this is how you can assess all the 7 major chakras. I've put them on these 2 sheets for you for the, you know, the yin, yang, under and over. Und hier könnt ihr quasi mit diesen 2 Seiten, die ihr da bekommen habt, alle Yin-Über- oder Unterenergien der 7 Hauptchakren mit jeweils eben Über- und Unterenergie für Yin oder Yang erfragen und testen. And so you can then use that as an assessment tool for working with clients. Und ihr könntet jetzt einfach als Assessment-Tool, als Werkzeug hernehmen, um mit euren Klienten zu arbeiten. And even because I say chakras are a perfect system of psychology, really perfect. Und so wie ich schon gesagt habe, die Chakren sind wirklich ein perfektes System der Psychologie. Because once you assess the imbalances, they describe how the person is behaving. Weil wenn ihr erstmal die Imbalance herausgefunden habt, dann beschreibt euch das ganz perfekt, wie diese Person sich verhaltet. And you can do something like the chakra profile where you assess all these chakras. Und ihr könntet daraus zum Beispiel ein Chakra-Profil erstellen, wo ihr einfach alle durchtestet und schaut, wie sich die Stadien oder die verschiedenen Dimensionen verhalten. Thank you everyone for listening. Und jetzt an der Stelle möchte ich mich gerne bei euch bedanken fürs Zuhören. And I hope you enjoyed the talk and got something out of it that you can use in your practice. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt euch etwas mitnehmen für eure Praxis. So good evening. Also, schönen Abend noch euch allen. Here it's good morning, but anyway. Natürlich ist es hier in der Früh bei mir.